And where are the people of God in all of this? Not only are we all too often silent, our lifestyle, our waste, our pollution, even our investments often contribute to this destruction. Surely it's imperative that Christians be at the forefront of environmental restoration and stewardship. It's supposed to be a clicker. Good morning. Guten Morgen. It's a great pleasure and privilege for me to be here, and I wish to thank the organisers of KCF Conference and of World Vision Germany. Also es ist für mich ein großes Privileg, dass ich hier sein kann, und ich danke dem KCF, den Organisatoren und World Vision in Deutschland. And if I could have the clicker, please, for the presentation. Und könnt ihr uns den Klicker geben für die Präsentation? Oder klickt ihr weiter? Ja. Thank you. Wonderful. Wunderbar. I wonder what God was thinking at the time of creation. Ich frage mich manchmal, was Gott sich so gedacht hat zu diesem Zeitpunkt, als er die Welt schuf. In Proverbs chapter 8 we read that God was filled with delight. In Sprüche 8 heißt es, dass Gott so erfüllt war mit Freude. Day after day rejoicing always in his presence. Und dass er Tag für Tag voller Freude war und dass es in seiner Gegenwart einfach Jubel gab. Rejoicing in his whole world and delighting in humankind. Und dass er sich über die ganze Welt gefreut hat und eine tiefe Zufriedenheit und Freude über die Menschheit hatte. You can see them here. Yeah, I can see it's not responding. Wir üben gerade noch ein bisschen mit der Technik. So that's the button? Or this one? I would say this one. Okay. Thank you. This one should be for forward, but yeah. Thank you. At the time of creation, all the angels shouted for joy. Also während der Schöpfung war alles voll mit Jubel erfüllt. And when you think there was a numberless host of angels, 10,000 times 10,000. Und die himmlischen Herrscher, die Engel, das sind Zehntausende mal 10.000. You get a picture of what type of party this was. Und ihr könnt euch da so ein bisschen vorstellen, was für eine Art von Party das da gab. It was no genteel English breakfast party. Es war kein so elegantes, ruhiges, seriöses englisches Frühstück. This was an end of football season. Das war eher so wie ein Fußballspiel. Backslapping, foot stomping, all-out celebration of God's creation. Und so, wo man voller Jubel, Füße stampfend, einfach feiert, was da ist. The sound must have been deafening. Also es muss fast ein ohrenbetäubendes Geräusch gewesen sein. I wonder how God feels when he sees the state of creation today. Und ich frage mich manchmal, wie Gott sich fühlt, wenn er jetzt den Zustand seiner Schöpfung sieht. How humankind is trashing it. Wie die Menschheit das einfach vermüllt. I certainly don't hear any angels shouting for joy. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Engel da immer noch jubeln drüber, voller Freude. And where are the people of God in all of this? Und wo ist die Antwort? Wo ist das Volk Gottes? Wo reagiert das Volk Gottes in all dem? Not only are we all too often silent, Und das ist so, wir sind zum Teil still, wir sagen nichts dazu, our lifestyle, our waste, our pollution, sondern wir tragen sogar aktiv dazu bei, mit unserem Lebensstil, mit unserem Müll, mit der Verschmutzung. even our investments often contribute to this destruction. Und sogar unsere Investitionen tragen oft dazu bei, dass Dinge zerstört werden. The 2010 Lausanne Congress on World Evangelization contains this statement.
Und bei dem Kongress für Weltevangelisation, dem Lausanner Kongress 2010, wurde dieses Statement abgegeben. The earth is the Lord's and everything in it. Die Erde gehört dem Herrn und alles, was darinnen ist. The earth is the property of the God we claim to love and obey. Die Erde gehört dem Gott, von dem wir sagen, dass wir ihm dienen und folgen. We care for the earth most simply because it belongs to the one whom we call Lord. Und wir kümmern uns um die Erde schon ganz einfach aus dem Grund, dass sie dem gehört, den wir Herr nennen. I keep losing that. I grew up in a very beautiful part of Australia. Ich bin in einer wunderschönen Ecke von Australien aufgewachsen. And there were a gang of boys. We spent so much time on the hills playing. Und wir hatten so eine Bande von Jungs und wir haben in den Hügeln einfach gespielt. We swam and fished in the beautiful mountain rivers. Und dort gab es so Bergflüsse und da drin sind wir geschwommen und haben gefischt, But geangelt. perhaps there were three major things that shaped the person that I am to this day. Und dann sind 3 Dinge passiert, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. The first was the destruction of that beautiful bushland that I love so much. Das erste war, dass dieses wunderschöne Waldgebiet, Buschland zerstört wurde, dieses Gebiet, was ich so liebte. And the poisoning of the rivers with agricultural chemicals. Und dann wurden auch noch die Flüsse vergiftet durch Chemikalien aus der Landwirtschaft. And I was very curious about the world around me. Und ich habe mich so interessiert für die Welt um mich herum. So I was very impacted that while the main crop in our valley was tobacco, children just like me, who through no fault of their own, were going to bed hungry. Und obwohl und bei uns im Tal wurde ganz viel Tabak angebaut und was mich sehr beschäftigt hat, war, dass es Kinder gab auf der Welt, die ohne, dass sie was dafür konnten, hungrig abends ins Bett gehen mussten. So I was very angry at what the adult world were doing. Und ich war total sauer auf das, was die Erwachsenen da tun. But I felt powerless to change anything. Aber ich habe mich so machtlos gefühlt, da irgendwas zu verändern. But the third thing that influenced me was my mum's very strong faith. Aber die dritte Sache, die mich beeinflusst hat, war der starke Glaube meiner Mutter. And I realized there's more to life than financial security. Und ich habe realisiert, das Leben muss mehr geben oder es gibt mehr im Leben als nur finanzielle Sicherheit. We have a duty to care for those less fortunate than ourselves. Und wir haben eine Verpflichtung, uns um die zu kümmern, die weniger Glück haben als wir. And as Christians, we have a duty to be good stewards of God's creation. Und als Christen haben wir eine Verantwortung, gute Verwalter von Gottes Schöpfung zu sein. Yes, enjoy it. Yes, use it, but also use it sustainably. Und ganz klar, wir dürfen uns daran freuen. Wir dürfen auch die Dinge gebrauchen und benutzen, aber auf eine Art und Weise, die nachhaltig ist. So I did the one thing that I did have power to do, and I shot up a child's prayer. Und in dieser ganzen Situation habe ich das Einzige getan, was mir einfiel. Und ich habe ein Kindergebet gesprochen. Please use me somehow, somewhere to make a difference. Gott, bitte benutze mich irgendwie auf irgendeine Weise, dass ich in diesem Ganzen einen Unterschied machen kann. And I've tried to honor that prayer all my life. Und dieses Gebet, das hat mich begleitet und ich habe das immer wieder mein Leben lang geehrt. I studied agriculture. That's where I met my wife. Und ich habe Landwirtschaft studiert und bin dort auch meiner Frau begegnet im Studium. We joined a missionary organization serving in mission. Wir haben dann eine Missionsorganisation uns angeschlossen und haben in der Mission gedient. And we had a posting in Niger Republic, West Africa. Und wir sind nach Niger in Westafrika entsandt worden. One of the poorest countries in the world, landlocked country. Und es ist wirklich so ein Land, also im Landesinneren und eins der ärmsten Länder der Welt in Westafrika. As young graduates, I think I was in a state of shock. Und ich war gerade frisch von der Uni und war in einem Schockzustand. This landscape, which had been a biodiverse dryland forest in my childhood,
Und diese Landschaft war nämlich noch in meiner Kindheit so ein arides Gebiet mit auch Wäldern. Could now barely support life. Und jetzt gab es dort fast kein Leben mehr. Ja. A combination of climate change and massive deforestation. Und dazu hatte beigetragen zum einen der Klimawandel damals schon, aber auch eine massive Entwaldung, Abholzung. Had massive consequences. Und das hat sich absolut tragisch ausgewirkt, massiv ausgewirkt. Increasing frequency and severity of drought. Und es gab also einfach zunehmend Dürreperioden. Crop failure, hunger, displacement. Und auch ausgefallene Ernten, Hunger und daraus entstehend auch Flüchtlingsbewegungen. In my mind, if deforestation was one of the root causes of all these problems, und so für meine Logik war klar, wenn die Entwaldung, Abholzung eins der Hauptprobleme war, das diese ganzen Sachen ausgelöst hat, then the solution should be relatively easy. dann sollte die Lösung ja eigentlich einfach sein. I studied every text, I consulted the experts, I experimented. Und also quasi einfach wieder aufforsten. Und ich habe alle Texte gelesen, ich habe gelesen, was Experten sagen, ich habe Experimente gemacht. But nothing worked in a sustainable or economically viable way. Und nichts hat wirklich nachhaltig gewirkt oder auch so, was sich auch wirtschaftlich gelohnt hätte. And to add insult to injury, Und das war irgendwie so wie einfach eine kontinuierliche Beleidigung fast. the very people that I came to help called me the crazy white farmer. Und die Leute, denen ich eigentlich helfen wollte, die haben gesagt, du bist der verrückte weiße Landwirt. Who in their right mind would plant trees on their valuable farmland when you're already hungry? Ja, es macht doch überhaupt keinen Sinn, Bäume auf Äcker zu pflanzen, wenn du ohnehin schon Hunger hast und nicht genug zu essen. I understood what they were thinking, Und ich habe ihr Denken verstanden, but I was convinced that there could be no viable agriculture without some level of tree cover. und ich habe es verstanden und gleichzeitig war mir klar, dass die Landwirtschaft dort nur funktionieren würde, wenn es so eine gewisse Beschattung durch Bäume geben würde. And so when you're young, it's very easy to get discouraged, and I could have quite easily given up and gone home. Und wenn man jung ist und dann kann es einfach relativ leicht sein, dass man dann entmutigt wird und es wäre nicht schwer gewesen, einfach aufzugeben und wieder zurück nach Hause zu gehen. But I remembered that child's prayer, Aber ich habe mich erinnert an dieses Gebet, was ich als Kind gebetet hatte. and I felt God doesn't make mistakes. There must be a solution. Und ich habe irgendwie gedacht, Gott macht doch keine Fehler. Es muss irgendwo eine Lösung geben. And so again, I prayed, Und dann habe ich wieder gebetet. please forgive us for destroying the gift of your creation. Vergib uns, dass wir deine Schöpfung zerstört haben. As a consequence of that destruction, people are suffering. They're hungry, they're poor, they're fearful. Und als Ergebnis dieser Zerstörung leiden die Menschen. Sie sind hungrig und sie sind voller Angst. But you love us. Aber du liebst uns. Show us what to do. Open our eyes. Help us. Du liebst uns, öffne unsere Augen, zeig uns, was wir tun können. Hilf uns. I'd been traveling on this bush track for nearly 2.5 years by this stage. Und zu diesem Zeitpunkt gab es so eine Straße durch den Busch, für die ich 2,5 Jahre lang immer mal wieder lang gefahren bin. Eyes open, but totally blind to what was already there. Und ich bin da durchgefahren, aber ich habe keine offenen Augen gehabt, um zu sehen, was da eigentlich verborgen lag. And on this day, that useless-looking bush caught my attention. Und an diesem Tag, wo ich dieses Gebet gebetet hatte, habe ich so einen Busch gesehen, der so quasi eigentlich nutzlos aussah. And I took the trouble to walk closer and take a better look. Und ich habe mich dann aufgemacht, bin näher rangegangen, um den genauer anzusehen. And immediately, when you see the shape of any plant's leaf, it's like a signature. Und wenn man quasi ein Blatt sieht, dann ist das quasi wie eine Art Fingerabdruck oder Unterschrift, aus der man quasi was erkennen kann. And I realized it's not a bush or a weed, that's a tree. Und ich sah dieses Blatt und mir wurde klar, das ist kein Busch, sind die Blätter von einem bestimmten Baum.
The tree had been cut down, the stump was still alive, and it was trying to regrow. Und der Baum war abgehauen worden, aber das Wurzelwerk war noch lebendig. Und der Baum hat sozusagen versucht, wieder hochzukommen. And in that instant, for me, everything changed. Und als ich das gesehen habe, ist bei mir der Groschen gefallen und alles hat sich verändert. I'm not fighting the Sahara Desert. Ich kämpfe nicht gegen die Sahara. I don't need some modern technology. Ich brauche noch nicht mal moderne Technologie. Everything I need is literally at my feet. Alles, was ich brauche, liegt bereits zu meinen Füßen. And the real battle is not against the Sahara Desert. Und der wirkliche Kampf ist nicht gegen die Sahara. The real battle is to turn enemies of trees into friends of trees. Sondern der wahre Kampf liegt darin, die Feinde der Bäume wieder zu Freunden von Bäumen zu machen. And so probably 95% of my work is not technical. I'm in the business of regreening mindscapes. Und meine Arbeit ist eigentlich hat gar nichts mit Tools und Technik zu tun, sondern meine Hauptarbeit, 95% meiner Arbeit ist, das Gehirn von Menschen, das Denken von Menschen wieder zum Grünen zu bringen. I call this forest the underground forest. Und ich nenne dieses Wurzelwerk unter der Erde den unterirdischen Wald. Because if we had special vision and we could see beneath the surface of the soil, denn wenn wir quasi sozusagen spezielle Augen hätten und unter der Erde sehen könnten, you would quickly realize that when you cut most tree species, it's not the death of the tree, it's not the end. und dann würde man sehr schnell erkennen, dass wenn man bei den meisten Bäumen ist es so, wenn man die abholzt, ist das nicht das Ende des Baumes. And 50% of the tree is alive with this desire to regrow if we would only let it. Sondern 50% des Baumes ist sozusagen noch lebendig und hat den Wunsch, wieder aufzuwachsen, wenn wir das zulassen. And the technique is called farmer-managed natural regeneration. Und die Technik, die wir verwenden, die heißt von Landwirten gemanagte natürliche Regeneration, abgekürzt FMNR. And extremely simple. Und es ist extrem einfach. Select the plants that you want to grow. Also schaut, wo quasi schon eine Pflanze ist, also wählt eine Pflanze aus, die ihr zum Wachsen bringen wollt. Cut away the excess stems. Often there's too many. Cut the excess stems and some of the branches. Und schneidet die überflüssigen Triebe ab und die überflüssigen Sachen. And protect from fire, from livestock, from illegal cutting. Ja, schneidet quasi das Überflüssige ab, damit ein Haupttrieb wachsen kann. Und dann schützt es vor Feuer, vor illegalem Abholzen und so weiter. And so my job becomes relatively easy. Und das hat meine Arbeit wirklich leicht gemacht. And my hook is that in every culture, parents desire a better future for their children than their current reality. Und eine von den Dingen, die so ein Ansatzpunkt ist, dass in jeder Kultur die Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder es besser haben als sie. If I can convince parents that you will be able to create the future that you want for yourself and your children, wenn es mir gelingt, das den Eltern zu vermitteln, du kannst eine Zukunft für dich und für deine Kinder schaffen, die Zukunft, die du willst. by working with nature instead of always fighting it and destroying it. Und du kannst es tun, indem du mit der Natur arbeitest, statt gegen sie zu arbeiten und sie zu zerstören. Then the rest is relatively easy because God's provided everything that we need. Wenn dieses Denken einmal geklickt hat, dann ist der Rest verhältnismäßig leicht, weil Gott quasi schon alles gegeben hat, was wir brauchen. I began working with about 10 volunteers. Ich habe mit ungefähr 10 Freiwilligen gearbeitet. And I was convinced in a very short time that this was the solution. Und ich war sehr schnell davon überzeugt, ja, das ist wirklich die Lösung. But in 1983, events beyond our control took over. Aber dann 1983 ist was passiert, was jenseits unserer Kontrolle war. It hardly rained that year. The crops failed. People went hungry.
Und in diesem Jahr hat es überhaupt nicht geregnet. Die Ernte ist ausgefallen und die Menschen waren hungrig. It's one thing to watch hunger on television as a boy, Und es ist eine Sache, wenn du im Fernsehen als kleiner Junge Berichte über den Hunger siehst. it's quite another. By this stage, we'd lived there 2.5 years. Und es ist aber was ganz anderes, wenn das auf einmal 2,5 Jahre geht. These were our friends. We'd slept and ate in their villages and we'd reciprocated. Und wenn das deine Freunde betrifft, das waren unsere Freunde. Wir haben dort in ihren Dörfern gearbeitet, wir haben denen Hilfe gegeben, aber auch von ihnen empfangen. And now they were suffering. Und jetzt haben die gelitten. And this weighed very, very heavily. It was terrible for them, but emotionally it weighed very heavily on us. Und das war furchtbar für sie, aber auch für uns war das emotional absolut hart. And day after day, people would come to our compound. They'd be sleeping on the ground, begging for food every day. Und jeden Tag kamen Leute zu uns, wo wir gewohnt haben, und haben auf dem Boden geschlafen und haben gesagt, könnt ihr uns was zu essen geben? One morning, it was almost too much for me. Und an einem Morgen war das einfach fast zu viel für mich. I was trying to eat my cereal early in the morning. Ich wollte morgens so mein Müsli essen A lump was forming in my throat. Tears were starting to come. und mein ganzer Hals, also wir haben Klumpen im Hals gekriegt und angefangen und Tränen kamen. Maybe not very spiritual, but the Bible was open, randomly open next to the plate. Und vielleicht ist das nicht super geistlich, aber die Bibel war einfach irgendwie neben dem Frühstückstisch, neben dem Teller geöffnet. And I felt God speaking directly to me. Und ich habe so empfunden, dass Gott direkt zu mir spricht. Fear not and be not dismayed by this great multitude. And there were a great multitude outside. Ja. Fürchte dich nicht, lass dich nicht entmutigen von dieser großen Menge. Und es war wirklich eine große Menge vor meiner Tür. For the battle is not yours, but mine, says the Lord. Denn der Kampf ist nicht dein Kampf, sondern meiner, sagt der Herr. I didn't know what or how or when, Ich wusste nicht, was oder wie oder wann, but I knew God was going to do something very dramatic. aber ich wusste, Gott würde was tun, was wirklich dramatisch wäre. At the time, we had no money, we had no grain, we had no official permission to take action. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir weder Geld noch Getreide und auch keine offizielle Erlaubnis, was zu tun. But within 2 weeks of this prayer, this revelation, Und aber innerhalb von, also in 2 Wochen, nachdem ich das gelesen hatte, diese Bibelstelle mich so berührt hatte, the government official blocking permission passed away. ist der Regierungsbeamte, der quasi uns die Erlaubnis, was zu tun, verweigert hatte, der ist selber gestorben. Don't blame me, that was not my prayer. Also, Entschuldigung, ist nicht meine Schuld, ich habe das nicht gebetet. Ne? Over the next 6 months, Christians from around the world gave $500,000. Und in den nächsten 6 Monaten haben Christen aus der ganzen Welt $500,000 gespendet. We purchased 1,800 tons of grain and helped 35,000 people. Und wir haben 1.800 Tonnen Getreide gekauft und 35.000 Menschen geholfen. But importantly, we used that food as a tool to bring about behavior change. Aber was noch wichtiger war, dass wir dieses Essen als Anreiz genommen haben, um verändertes Verhalten zu generieren. One of the requirements, if you're going to receive food aid, you must regenerate 40 trees per hectare on your farm. Und die Bedingung, um Lebensmittel zu empfangen, war, dass man pro Hektar Land 40 Bäume wieder aufwachsen lassen musste. And that was the start of an agricultural and environmental revolution. Und das war der Beginn einer landwirtschaftlichen und ökologischen Revolution in der Gegend. That raced across the country at a rate of 250,000 hectares per year. Und das hat sich so ausgewirkt, dass in den nächsten Jahren pro Jahr 250,000 Hektar Land aufgeforstet wurde. Resulting in 5 million hectares, 200 million trees. Und am Ende waren das 5 Millionen Hektar wiederbegrüntes Land und 200 Millionen neue Bäume. Without planting a single one. Und das Coole war, keinen einzigen davon mussten wir pflanzen. And thank you. Thank you. And the revolution continues to this day through World Vision, through partners. It's spreading to 30 countries and beyond.
the revolution that started with that scripture and prayer continues to bless around the world. Und diese Revolution, die mit dieser Bibelstelle und dem Gebet begonnen hat, die verbreitet sich jetzt in über 30 Ländern, unter anderem unterstützt durch Partner wie World Vision und andere Partner, die dieses Konzept verbreiten. The black dots on the satellite image are trees. Diese schwarzen Punkte, die man sieht auf dem Satellitenbild, sind Bäume. In the late 1970s, there were less than 4 trees per hectare. Und in den Ende der 70er gab es weniger als 4 Bäume pro Hektar. By the mid to late 80s, there were 40 trees per hectare across 5 million hectares. Und in den Mitte der 80er Jahren waren es 40 Bäume pro Hektar, eben auf 5 Millionen. I've had the privilege of revisiting Niger with World Vision over the years. Und ich konnte in den letzten Jahren mit Hilfe von World Vision Niger immer wieder besuchen. And it's so heartwarming. Und es ist einfach unheimlich herzerwärmend. What had been a downward spiral of degradation, of poverty, of despair, Und was so eine Abwärtsspirale war von Bodenverarmung und Verzweiflung und Armut, had reversed to this upward spiral of restoration, relative prosperity, and the restoration of hope. und das hat sich quasi umgekehrt in eine Aufwärtsspirale von Wiederherstellung, von relativem Wohlstand und von Hoffnung. By working with nature, Indem wir mit der Natur gearbeitet haben, farmers are growing more and different types of crops and livestock. ist es so, dass die Landwirte jetzt mehr anbauen können und auch eine größere Vielfalt von Früchten oder Pflanzen und von Tieren. And we still have climatic shocks, drought, windstorms and so on. Also es gibt in der Gegend immer noch klimatische Probleme, also Dürrephasen und Sandstürme. But because nature is more healthy, more functional, people are much more resilient to these shocks. Aber weil die Natur insgesamt stabiler geworden ist und widerstandsfähiger, sind auch die Menschen widerstandsfähiger geworden, wenn solche Ereignisse eintreffen. And through World Vision, I've had the great privilege to travel extensively to many other countries. Und mit Hilfe von World Vision konnte ich ziemlich viel in verschiedene Länder reisen. And the reaction of creation, when you work with God's creation, the reaction is always the same. Und wenn man sieht, wie die Schöpfung reagiert, wenn man mit ihr arbeitet, das ist überall das Gleiche. Land is rehydrated. Das Land hat auf einmal wieder mehr Feuchtigkeit. Soil becomes more fertile. Die Erde wird fruchtbarer. The microclimate becomes better. Das Mikroklima wird stabiler, And besser. you can see in the photo, the biodiversity begins to return. Und es wird wieder eine größere biologische Vielfalt. And so I have to pinch myself. Does World Vision really pay me to go back to these celebrations? Und ich musste mich sozusagen wie selber in den Arm zwicken und sagen, boah, habe ich wirklich diese Möglichkeit, immer wieder durch World Vision zu diesen Feiern zu kommen. People are so happy, so proud. Und die Menschen sind so glücklich und auch so stolz. Come, Tony, look at what we have achieved. Schau mal, Toni, schau dir mal an, was wir geschafft haben. There's rejoicing, there's shouting, there's delighting. Und da ist einfach Freude und Jubel und einfach Glück. Where have we heard those words this morning? Erinnert euch, wo haben wir diese Worte schon mal gehört? Could it be that when we work with God's creation, we have a foretaste of heaven on earth? Kann es sein, dass wenn wir zusammen mit der Schöpfung arbeiten, dass wir einen Vorgeschmack vom Himmel auf Erden bekommen? Thank you. Thank you. And you can see from this statement, even non-Christian people are blessed by this work, and they give acknowledgement, they give praise to God for what He has done. Und ihr könnt es hier lesen, selbst Menschen, die keine Christen sind berührt von Gott und geben ihm die Ehre für das, was da passiert.
I'd just like to finish my talk with 3 reasons why Christians have a responsibility to care for God's creation. Und ich möchte diesen Vortrag beenden mit 3 Gründen, warum wir als Christen eine Verantwortung dafür tragen, für die Schöpfung uns um die Schöpfung zu kümmern. Of course, there are many more, but I'll limit myself to 3. Also es gibt viel, viel mehr, aber ich begrenze mich mal auf 3. Christians should care for creation because creation belongs to God and is important to Him. Und der erste Grund, warum wir uns um die Schöpfung kümmern sollen, ist, dass sie Gott gehört und ihn ehrt. Most simply, we care for the earth because it belongs to the one whom we call Lord. Also ganz einfach gesagt, wir kümmern uns um die Erde, weil sie dem gehört, den wir Herr nennen. Secondly, Und zum Zweiten, knowing that the environmental destruction directly leads to human suffering. ja, wir wissen, dass die Zerstörung der Umwelt sich direkt auswirkt und zum Leiden von Menschen führt. We care for creation as an act of love towards our neighbors. Und unsere Fürsorge für die Schöpfung ist eine Handlung der Liebe für unsere Mitmenschen. With the knowledge that through our stewardship we can reduce hunger, lift people out of poverty. Ja, und wir wissen, dass wenn wir uns um die Erde kümmern, dann können wir Hunger reduzieren und Menschen aus der Armut führen. Reduce the risk of disasters. Wir können das Risiko von Katastrophen, Klimakatastrophen verhindern, reduzieren. Surely it's imperative that Christians be at the forefront of environmental restoration and stewardship. Und deswegen ist es so eigentlich komplett logisch, dass wir Christen die Vorreiter sind von ökologischer Wiederherstellung und Verantwortung. Sadly, historically, I can't make that claim in every instance. Aber leider kann ich nicht sagen, dass das überall auf der Welt der Fall ist. Thirdly, in that God deemed that all of His creation is very good. Und außerdem ist es so, dass Gott gesagt hat, die ganze Schöpfung ist sehr, sehr gut. We care for creation because it's intrinsically good, Und wir kümmern uns um die Schöpfung, weil sie einfach gut ist. regardless of economic or functional value. It's intrinsically good in its own right. Und es ist einfach so unabhängig vom ökonomischen Ergebnissen, ist die Schöpfung in sich selber gut. So thank you for the opportunity to share with you. Also danke, dass ich das mit euch teilen konnte. Thank you. Thank you. Thank you. Danke. Dankeschön.